Im Universitätsklinikum Bonn fallen jeden Tag ein Haufen Patientendaten an. Für die Forschung stehen die aber nicht einfach so zur Verfügung. Als Direktor der Klinik für Neuroradiologie arbeitet Professor Alexander Radbruch jeden Tag in diesem Spannungsfeld zwischen Nutzen von Patientendaten für die breite Masse auf der einen Seite, aber eben auch dem sogenannten Recht der informationellen Selbstbestimmung jedes Einzelnen auf der anderen. Ja, so ein bisschen mal ein Beispiel vielleicht aus einer täglichen Praxis. Wir sind hier gerade im MRT in der Klinik für Neuroradiologie. Da sind viele Patienten jeden Tag mit dramatischen Diagnosen, zum Beispiel mit der Diagnose eines Hirntumors, was für einen Patienten mit die schwierigste Diagnose ist, die es überhaupt gibt. Nun, um die optimale Behandlung dafür bestimmen zu können, müssen wir den Hirntumor bestmöglich verstehen. Und da hat sich in der Vergangenheit haben sich neue Forschungszweige entwickelt, die sozusagen zeigen, dass wir aus diesen Standard-MRT-Aufnahmen, die wir jetzt hier auch anfertigen, viel mehr Informationen herausziehen können, als es der Radiologe mit seinem normalen Auge kann. Das passiert über künstliche Intelligenz, die uns dann sagt, dass er zum Beispiel gewisse Strukturmerkmale hat, die wir mit dem Auge erstmal gar nicht erkennen können. Müssen mehr und bessere Daten auch gleich weniger Datenschutz bedeuten? Wie beides in Einklang gebracht werden kann, daran arbeitet in Zukunft das ZMDT, das Zentrum für medizinische Datennutzbarkeit und Translation, das im Bonner Universitätsforum eröffnet wurde. Juristin Professorin Luisa Specht-Riemenschneider sieht Chancen. Das Datenschutzrecht, das ist mir ganz wichtig, verhindert nicht alles, was wir an Forschung gerne tun wollten. Aber es sagt, wir müssen die Interessen der Betroffenen natürlich angemessen berücksichtigen. Also es geht dann eben einmal mit der Einwilligung der Betroffenen, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, diese Daten zu anonymisieren, zu pseudonymisieren und sie dann unter hohen Schutzstandards auch für die Forschung nutzbar zu machen, und das muss man auch ganz klar sagen, Leben und körperliche Unversehrtheit der Betroffenen besser zu schützen, als wir das heute hinbekommen. NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes erhofft sich viel Gutes von dem neuen Zentrum. Dieses Zentrum wird natürlich ungeheuer viel dazu beitragen, dass sich die Datengrundlage verbessert, dass auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler besser beurteilen können, wie sie mit Daten arbeiten können, wie sie die nutzen können. Und das wird sich zum Wohl aller Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland auswirken. Davon bin ich überzeugt. Es fallen immer mehr Gesundheitsdaten an, doch in Deutschland wandern vergleichsweise wenige davon in die Wissenschaft. Ein Standortnachteil für Forschung, die findet dann woanders statt, und Patienten, wie auch der zugeschaltete Bundesminister für Gesundheit in seinem Grußwort betont. Und es ist nach wie vor ein großes Problem in Deutschland, dass der Anteil der Menschen, die bei Krebserkrankungen innerhalb von Studien behandelt werden, was ihre Versorgungsqualität nachweislich verbessern würde, viel zu gering ist. Im Vergleich zu Dänemark ist das Pro-Kopf-Studienaufkommen in der Onkologie bei nur 10% dessen, was also dort gemacht wird. In Amerika ist die Teilnahme an Studien noch größer. Doch gerade bei so persönlichen Informationen wie Gesundheitsdaten sollten gewisse Standards gewahrt bleiben. Allgemein kann man sagen, in der Medizin verfügen wir über die sensibelsten Daten, die es überhaupt gibt. Kein Patient, keine Patientin will jemals Daten von sich in den falschen Händen sehen. Trotzdem haben wir natürlich auf der anderen Seite auch die Verantwortung, die Medizin stets besser zu machen, gute Forschung zu machen. Und dazu brauchen wir diese großen Datensätze. Und um beides bestmöglich miteinander zu vereinen, die Datennutzbarkeit und den Datenschutz, haben wir das Zentrum gegründet, in der Hoffnung, dass wir hier der Politik als Impulsgeber helfen können. Wir sind natürlich auch in der Politik darauf angewiesen, Forschungsergebnisse so präsentiert zu bekommen, dass wir sie dann auch gut politisch weiterverarbeiten können, dass wir sie als Entscheidungsgrundlage nehmen können, dass wir evidenzbasierte Grundlagen haben. Und dafür ist es immer erforderlich, dass man transdisziplinär arbeitet. Das ist eine der besonderen Stärken der Universität Bonn. Deswegen ist sie ja auch schon seit langem so erfolgreich. Eines der offenen Geheimnisse für den Erfolg der Uni Bonn ist eben das transdisziplinäre Forschen, das über Fächer- und Fakultätsgrenzen hinausschauen, von dem auch das ZMDT profitieren wird. Und in diesem Kontext ist es sehr wichtig, dass man über die Disziplin hinweg zusammenarbeitet. Auf der einen Seite natürlich die Expertinnen, Experten hat im Bereich der Medizin, aber eben auch aus der Informatik und aus den Rechtswissenschaften. Und nur wenn diese Felder zusammenkommen, kann man tatsächlich auch Schrittmacherfunktion national und auch europäisch übernehmen im Kontext des Themas Datennutzbarkeit. Aber ich glaube, das ist wirklich was wir deutschlandweit einmalig jetzt hier in Bonn haben. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen ist ganz, ganz hervorragend und man merkt einfach bei allen so ein Spirit, dass jetzt ein Moment ist,
wo wir wirklich aufeinander zugehen können und gemeinsam zu vernünftigen Lösungen kommen wollen. Um am Ende das Beste für die medizinische Forschung, den Patienten und deren Recht herauszuholen.